Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Ein paar von euch haben vielleicht schon von dem Artus-Roman Iwein, der so um 1200 von Hartmann von Aue verfasst wurde, gehört. Vielleicht haben manche ihn sogar gelesen. Aber keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht die Herkunft und Entstehung des Romans erzählen. Vielmehr geht es um einen Aspekt in diesem Roman. Denn im zweiten Teil des Romans rettet Iwein einen Löwen vor einem Drachen. Dieser Löwe wird sein treuer Gefährte und steht ihm fortan im Kampf bei, vor allem gegen einen Riesen. Und jetzt kommen wir zu meiner Idee. Warum diesen Ritter nicht in meine Bretonenarmee aufnehmen? Was hier allerdings anders gemacht werden wird, ist, dass der Löwe nicht nur Begleiter, sondern auch das Reittier des Ritters werden wird. Ich bin nun mal ein Kind der 80er und bin mit He-Man groß geworden. Allerdings wird auch der Löwe ausgetauscht werden, und zwar gegen einen Tiger. Diese Änderung mache ich aus zwei ganz einfachen Gründen. Zum einen lässt sich der Ritter etwas einfacher auf den Tiger setzen, weil der keine Mähne hat, die im Weg ist. Und zum anderen hatte ich den Tiger bereits schon ausgedruckt und der wartet jetzt schon seit längerer Zeit darauf, bearbeitet zu werden. Legen wir also los. Als erstes brauchen wir natürlich einen Ritter Iwein. Der wird aus allen möglichen Teilen zusammengesetzt, von Lost Kingdom Miniatures, Reaper, Monstrous Encounters, Northern Crusade und im Grunde genommen aus allem, was Bitsbox und Drucker hergegeben haben. Die Beine kommen von Lost Kingdom Miniatures, denn dort ist bereits der Sattel dran, damit ich den nicht auch noch modellieren muss. Allerdings bringen die das Problem mit, dass sie direkt befestigt werden müssen, weil sonst keine Lederriemen angebracht werden können, die den Sattel an Ort und Stelle halten. Sind die Beine dann angepasst, bohre ich ein Loch durch das Teil und dann direkt in den Rücken des Tigers. Die beiden Teile werden festgeklebt und der Messingstift hält nachher den Oberkörper auf den Beinen fest. Als nächstes wird der Rest des Modells montiert, aber noch nicht zusammengeklebt. Jedenfalls hatte ich das an der Stelle gedacht. Leider ist mir dann der Schwertarm an der Mitte durchgebrochen und der musste auch festgeklebt werden, damit ich weiterarbeiten konnte. Der Reiter wird aus Teilen von zwei Herstellern zusammengesetzt. Die Beine sind ja, wie bereits gesagt, von Lost Kingdom. Der Oberkörper, Kopf und Arme kommen von Monstrous Encounters. Lost Kingdom Modelle sind so designt, dass die Teile ineinander geklebt werden können. Monstrous Encounters hat glatte Flächen und deshalb der Messingstift. Für das Auffüllen habe ich Pateks Powerknete benutzt, was im Grunde nichts anderes als eine Modelliermasse wie Green Stuff ist, die zwar weit schneller aushärtet, dafür aber auch spröder ist. Weiter geht es mit Green Stuff, denn schließlich ist ein Sattel in der Realität nicht auf dem Reittier festgeklebt, also müssen Sattelgurte her. Wie immer mache ich den Green Stuff mit Handcreme beim Kneten etwas geschmeidiger, weil er sich so besser bearbeiten lässt. Die Lücke zwischen Sattel und Tiger habe ich übrigens auch mit der restlichen Powerknete aufgefüllt. Den Anfang des Ganzen macht der Bauchgurt, denn der geht am einfachsten. Es wird einfach eine Schlange Green Stuff um den Bauch gelegt und entsprechend ausmodelliert. Ein kleiner Trick hierbei, damit die Schlangen gleichmäßig werden: am besten den Green Stuff zwischen zwei Stücken Plastikkart rollen, dann haben die Schlangen eine einigermaßen gleichmäßige Stärke. Beim Ausmodellieren sollte man darauf achten, dass der Green Stuff nicht zu dick wird, weil ein Lederriemen ist in der Regel ja auch nicht mehrere Zentimeter dick. Als nächstes folgen die Brustgurte. Die gehen vom Sattel aus nach vorne zu einem Gurt, der in der Mitte der Brust zum Sattelgurt nach unten reicht. Auch hier rolle ich jeweils eine dünne Schlange Green Stuff, die entsprechend an das Modell gelegt wird. Danach werden die Schlangen platt gedrückt und die Kanten etwas abgehärtet, damit es mehr nach Lederriemen aussieht. An der Stelle, an der sich die drei Gurte treffen, habe ich einen bretonischen Zierschild angebracht. Damit sieht es schöner aus und der Tiger ist fertig. Jetzt können wir uns wieder um den Reiter kümmern. Der Reiter ist sehr schnell gemacht, denn es werden einfach nur Kopf und Arme mit Metallstiften versehen und miteinander verbunden. Da ist nicht viel dabei, deswegen geht das recht schnell. Angeklebt habe ich nichts, außer wie bereits erwähnt den Schwertarm, der mir in der Mitte durchgebrochen war. Zum Abschluss bekommt der Ritter noch ein Schwert. Der Arm hält eigentlich eine Axt. Die war aber beim Entfernen der Supports abgebrochen, also bohre ich einfach ein Loch rein
Und statt der Axt benutzt der Ritter jetzt ein Schwert. Das neue Schwert ist auch aus Einzelteilen zusammengebaut. Das ist allerdings schon vor einiger Zeit gewesen, da gibt es nicht viele Bilder von. Wie üblich wird alles mit Messingstiften verbunden und zusammengeklebt. Der Schild, der später noch drankommen wird, ist von Northern Crusades. Und so sieht der Ritter dann fertig aus. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.